Die Riesenuhr ist der Eyecatcher in unserem Messestand und sie soll das zeigen, was wir am besten können, nämlich feine mechanische Uhren bauen. Wir hatten 9 Monate und dann haben wir Gas gegeben. Die Riesenuhr ist von der Dimension her etwas Unvergleichbares. Sie ist 50 Mal größer als das Original. Wenn man das multipliziert, dann erhält man ein Volumen, das 125.000 Mal größer ist als beim Original. Um das zu übersetzen, also wenn Sie ein Teil in der Uhr haben, was 1 Gramm wiegt, dann wiegt das bei unserer Uhr 125 Kilogramm. Wir kommen auf ein sehr hohes Gewicht. In unserer Dimension wird es knapp 3 Tonnen wiegen, also quasi etwa so viel wie ein junger Elefant. Wir haben viele Teile aus Aluminium gefertigt oder auch aus Titan. Und ein sehr wichtiger Bestandteil ist auch, dass wir auf eine Art Sandwich-Bauweise gegangen sind. Das heißt, wir haben erstmal ein Aluminiumteil gefertigt, das wir hinten schön ausgehöhlt haben, damit es leichter wird. Dann ist vorne eine entsprechende Platte aus Neusilber draufgekommen. Die Ränder werden mit Blechen ummantelt, auch aus Neusilber. Damit haben wir die gleiche Farbe, die gleiche Qualität erreicht dieses Bauteils. Wir haben gut 300 Teile nachgebaut. Wenn man aber bedenkt, dass wir ziemlich viele Teile aus mehreren Komponenten zusammengesetzt haben, dann kommen wir auf eine Anzahl, die ist höher als beim Original. Also wir liegen, denke ich, bei knapp 1000 Stück. Wie bekommt man Schrauben blau? Unser Ziel war es ja nicht einfach mit der Spraydose ranzugehen und ein Metallic-Lackblau drauf zu bringen. Es geht nicht so zu lösen wie bei den originalen kleinen Schrauben, die man in einen speziellen Ofen gibt, bei einer speziellen Temperatur eine gewisse Zeit lang dort drin belässt und dann eben diese blaue Farbigkeit erhält. Das funktioniert einfach in dieser Größe nicht mehr, weil sich diese Schraube nicht gleichmäßig erwärmt. Die gesamte Fläche kann changieren. Und deswegen haben wir lange gesucht und schließlich eine Möglichkeit gefunden, durch das Anlegen von elektrischem Strom die Oberflächenstruktur des Materials zu verändern, sodass es sich in unserem gewünschten Blauton verändert. Die Finisierung hat uns natürlich vor besondere Herausforderungen gestellt, weil es gibt keinen Bedarf, so große Teile zu finisieren, wie wir das tun. Beispielsweise bei der Perlage haben wir uns einen Zylinder gebaut mit einer Schleiffläche unten dran, den wir an eine Bohrmaschine drangehangen haben. Dieser Schleifzylinder hat einfach dann die Perlage nach einem vorgegebenen Muster aufgeschliffen. Auch bei uns gab es eine Erstmontage, und zwar mit den rohen Teilen, weil wir dort auch erstmal prüfen mussten, ob die Teile ineinander passen, ob es irgendwelche Probleme gibt beim Zusammenbau. Und ja, nach dieser Erstmontage haben wir es wieder demontiert, finisiert, Schliffe draufgebracht, Polituren draufgebracht und die fertigen Teile schließlich in einer zweiten Montage final montiert. Bei so einem Projekt kann man eigentlich nie sicher sein, dass es gelingt. Man kann es wirklich erst glauben, wenn man es vor sich sieht.